Dieses Video wird präsentiert von Fantasy Inn. Ja, herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement. Mein Name ist Sascha, ich bin heute etwas weiter weg. Das hat aber auch seinen Grund, denn wir bauen 20 Meter Bocage. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ihr seht schon, 20 Meter Bocage werden heute gebaut. Und zwar so klassische Tabletop Wargaming Bocage Hecken. Warum 20 Meter? Weil ich einen großen Tisch bestücken muss. Und zwar 1,80 Meter mal 2,40 Meter, also Doppelplatte. Denn der Jürgen von Warlord Games kommt demnächst vorbei und wir haben gesagt, Mensch, wir wollen mal so ein bisschen Tank Wars spielen. Das heißt eine kleine Panzerschlacht. Und das spielen wir natürlich nicht auf 1,80 mal 20, sondern wir müssen es ein bisschen größer spielen, damit das auch ein bisschen Sinn macht, damit wir uns auch ein bisschen bewegen müssen. Und weil wir uns bewegen müssen und sollten, habe ich mir gedacht, wir haben das Thema Normandie. Was passt in die Normandie? Ganz klassisch natürlich Bocage Hecken. Und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ich baue keine feste Platte oder sonst irgendwas. Wäre zu aufwendig für ein Spiel. Aber wir brauchen viel Bocage Hecken. So viel hatte ich leider nicht. Also habe ich mir gedacht, okay, komm, dann baust du einfach mal 20 Meter und tatsächlich hat es gerade so gepasst. Wenn ich davon rede, klassische Wargamer Bocage Hecken zu bauen, dann ist das natürlich, ja, was ist eigentlich eine Bocage Hecke? Eine Bocage Hecke ist eine Wallhecke, das heißt, es ist ein Erdwall. Wer vielleicht schon mal in der Normandie, in Frankreich oder so unterwegs war, hat das vielleicht schon mal gesehen, wie das Ganze angelegt wird. In der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie es damals gemacht worden ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das immer noch so ist. In der heutigen Zeit ist es auf jeden Fall so, dass ein Erdwall aufgeschüttet wird. Dann wird das Ganze mit einer Plane versehen und diese Plane wird dann mit ganz vielen Löchern versehen, wo dann wiederum sehr viele Setzlinge gesetzt werden. Und dort entsteht dann quasi ja, ein Geflecht aus Wurzeln in diesem Erdwall. Die Plane hält das Ganze erstmal vor Regen und Wind und so ein Kram, damit dieser Erdwall nicht abrutscht. Aber sobald sich diese ganzen Setzlinge unten in der Erde vernetzen mit den ganzen Wurzeln, dann hält das einfach monstermäßig fest und auch die Erde kann dann auch nicht mehr wegrutschen. Die Folie wird irgendwann natürlich klar verwittern in der Erde. Das dauert natürlich auch seine Zeit. Aber so ist so der klassische Aufbau einer Bocage Hecke. Das heißt, wir haben einen großen Erdwall und da drauf wächst dann was. Das kann von klein sein bis extrem buschig. Das heißt, da wachsen teilweise richtige Bäume drin. Das sind Geflechte, da kommst du einfach nicht durch. Das wiederum darzustellen ist natürlich sehr aufwendig. Wir haben das tatsächlich auch mal gemacht, ein Stück Bocage Hecke gebaut. Wenn ich das Video finde, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall. Da haben wir dann mit verschiedenen Sachen gearbeitet. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und wenn man da 20 Meter von bauen muss, dann ist das schon wirklich, erstens mal geht sehr, sehr viel Material dafür drauf und natürlich auch sehr viel Zeit. Also habe ich mir gedacht, du baust die klassischen Wargamer Bocage Hecken, das heißt einen Erdwall und da drauf kommt einfach ein bisschen Clump-Foliage. Mehr ist es eigentlich nicht. Und wie ich das gebaut habe, das zeige ich euch jetzt in diesem Video.
Ja, im nächsten Step brauchen wir ein bisschen Volumen und Höhe. Dazu nutze ich einfach ein paar Schaschlik-Spieße. Ihr könnt auch Zahnstocher verwenden. Die stecken wir einfach mit bis zu einer gewünschten Höhe. Ihr könnt das hier ganz easy abbrechen. Und dann steckt ihr die Zahnstocher bzw. Schaschlikstäbchen einfach in euer Styrodur. Diese Zahnstocher bzw. Schaschlikstäbchen werdet ihr im Nachhinein nicht mehr sehen, weil das umkleiden wir natürlich mit Klammfoliage. Aber so bekommt ihr einfach ein bisschen Höhe, weil sonst müsstet ihr Klammfoliage auf Klammfoliage auf Klammfoliage kleben. So könnt ihr einfach diesen Schaschlikspieß oder ein Holzstäbchen, was auch immer. Ihr könnt einfach Plastikkart, was auch immer ihr da habt, einfach ein bisschen in den Styrodur stecken, um halt ein bisschen Volumen und Höhe zu erzeugen. Ja, wir kommen jetzt zu einem sehr wichtigen Schritt, und zwar machen wir jetzt aus Plastikkart und Styrodur einen Erdwall. Ja, wir nutzen jetzt unsere fertig grundierten Basen und ich habe mir hier eine Erdmischung angerührt aus allerhand Resten, was ich hier so rumstehen hatte. Erde, ich hatte noch ein bisschen Crowdcover über, ich hatte noch ein bisschen Geek Scenic Zeug über, ich hatte noch ein bisschen Woodland-Kram. Dann habe ich das Ganze zusammengekippt und habe einfach noch ein bisschen Fugenpulver reingemacht. Dann macht das Ganze richtig schön hart und fest. Ja, und das ist quasi meine Sandmischung. Ein bisschen Grünzeug ist auch mit dabei. Und dazu nehmen wir einfach ein bisschen Klebstoff. Ich nehme jetzt hier den von Crowdcover. Und dann werde ich jetzt alles einstreichen. Und zwar das Base sowie auch diesen gesamten Hügel hier. Das werde ich jetzt komplett besanden. Das ist natürlich jetzt sehr viel Arbeit. Und wenn das ganze Material drauf ist, versiegeln wir das Ganze nochmal von oben, weil dieser Klebstoff halt erstens mal nicht wirklich austrocknet und zweitens ist es einfach besser, wenn es dann von oben einfach auch nochmal recht haltbar gemacht wird. Ja, das ist jetzt meine Aufgabe für die nächste, ich denke mal eine Stunde werde ich bestimmt brauchen. Ich nutze auf jeden Fall so eine Wanne hier, weil das ganze überschüssige Material, was dann runterfällt, kann ich halt einfach nochmal super nutzen. Und ich weiß nicht, ich hoffe das reicht, es ist so fast ein halber Eimer voll. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, im vorletzten und letzten Schritt müssen wir uns natürlich nun um unsere Begrünung kümmern. Unser Erdwall ist jetzt inzwischen getrocknet. Nun werden wir die Ränder einfach noch ein bisschen begrünen. Dazu habe ich mir hier eine Mischung gemacht aus verschiedenen Turfsorten, ein bisschen Belaubungsmaterial mit reingemischt. Das werde ich jetzt hier so fleckartig mit aufbringen, dass man auf jeden Fall auch die Erde so ein bisschen durchschimmern sieht. Hier kann man jetzt noch mal ganz gut so Sachen kaschieren, wie hier zum Beispiel, wo die Erde nicht gehaftet ist, ne? Da können wir einfach jetzt auch noch ein bisschen Grasstreu drüber machen und das verschönert das Ganze noch ein bisschen. Wenn wir die Ränder eingestrichen haben, dann kümmern wir uns um die eigentliche Bokagehecke. Dann brauchen wir sehr viel Klammfoliage, Heißkleber und dann sind wir tatsächlich auch schon fertig. Und 20 Meter Hecken sollten dann in, sagen wir mal ich denke mal 2 Stunden wird das Ganze jetzt noch brauchen. Es sind halt 20 Meter. Aber wir beginnen jetzt mit dem Grünstreifen. Los geht's.
Wir haben es geschafft. 20 Meter Bokage-Hecken sind durch und ihr habt es im Video gesehen, es ist gar nicht so schwierig. Ne? Ihr braucht ein bisschen Plastikkarten, ein bisschen Styrodur für den Erdwall, ein bisschen Erde und natürlich eine ganze Menge Klammfoliage. Heißkleber natürlich, ein bisschen Leim und dann ist das auch relativ schnell erledigt. Ja, es ist Fließbandarbeit natürlich, klar, das dauert dann auch so seine gewisse Zeit. Deswegen habe ich es auch in Zeitraffern aufgenommen, dass ihr mal gesehen habt, okay, das dauert schon ein bisschen, bis man das alles gemacht hat. Am längsten hat natürlich die Beflockung gedauert. Heißkleber immer wieder drauf, dann bröselt ihr wieder was ab, muss wieder ein bisschen dagegen und aha, das ist immer so ein bisschen, man verbrennt sich auch immer die ganze Zeit die Finger. Aber ich finde, so kann man das gut machen. Es sieht wirklich gut aus. Natürlich haben wir jetzt nicht so die Höhe. Wir haben teilweise so ein bisschen Höhe erreicht. Es könnte noch viel, viel höher sein. Wenn wir uns jetzt vorstellen, eine Miniatur 28 mm kann wahrscheinlich gerade so ja, über die Hecke vielleicht gucken. Das muss man mal sehen. Aber das ist natürlich viel zu niedrig. Die müssen natürlich viel, viel höher sein. Also im realen Leben sind die doppelt bis dreifach so hoch. Das ist aber natürlich extrem viel Material, was wir dann benötigen. Das heißt, wir können aber auch nicht den Erdwall höher machen, weil der ist nicht so hoch. Aber wir brauchen natürlich sehr, sehr viel Material, um das natürlich hoch zu bekommen. Man kann dann natürlich auch anders vorgehen. Man kann zum Beispiel auch Polyfiber nehmen von Woodland Scenic, also Filterwatte, ne, gefärbte Filterwatte und die bestreuseln. Ihr könnt natürlich auch Islandmoos nehmen, das funktioniert natürlich auch. Bei Islandmoos ist es immer so eine Geschichte, das könnte nach einer gewissen Zeit auch austrocknen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Bei Polyfiber ist dann wiederum die Sache, das muss auch irgendwo befestigt werden. Also wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Gestänge, damit das Polyfiber auch irgendwie halten kann. Da kriegen wir aber natürlich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Höhe hin. Aber ich finde, so für den Spieltisch reicht das völlig aus. Ja, dann hoffe ich, ihr konntet damit ein wenig was anfangen. Vielleicht baut ihr das Ganze ja mal nach. Vielleicht müsst ihr auch mal 20 Meter Hecken bauen. Vielleicht müsst ihr auch nur 10 oder 5 Meter bauen. Die Methode ist natürlich die gleiche. Und ihr könnt das Ganze natürlich noch komplett variieren. Ihr könnt hier Baumrohlinge reinballern, ihr könnt verschiedene Hecken und Sträuchern einfach nur mit integrieren. Vielleicht auch noch ein paar Gimmicks, wie zum Beispiel Band of Brothers Style, vielleicht ein altes Auto, was irgendwie in der Hecke vergammelt, ein Wagenrad, was auch immer. Also da ist eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt und da könnt ihr natürlich schon noch eine ganze Menge machen. Nur bei mir war es jetzt, ich brauche 20 Meter, das relativ schnell und naja, Masse muss halt dann einfach auch zack, zack gehen. Und da blieb dann natürlich jetzt keine Zeit für Details. Aber ihr könnt das natürlich noch mit jeder Menge Details versehen. Das war es jetzt zu diesem Video. Ich hoffe, ihr schaltet dann natürlich auch ein, wenn es darum geht, ja, die Schlacht der, ich weiß gar nicht, was wir spielen. Villas Bocage? Nee, eigentlich nicht. Wir haben, ja, die Nation verrate ich noch nicht. So ein bisschen was Besonderes diesmal. Also auf deutscher Seite nicht so besonders, das wird so Standard sein. Aber ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht und stelle tatsächlich mal was anderes auf. Und von daher freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr beim Battle Report mit dabei seid. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich denke mal, das wird irgendwann im Oktober soweit sein, dass wir das aufnehmen können. Jetzt kommt die Spiele in Essen noch dazu. Wir sind da auf jeden Fall unterwegs. Jürgen von Warlord Games ist unterwegs. Von daher werden wir es wahrscheinlich erst im Oktober schaffen, das ganze Game aufzunehmen. Aber ich hoffe natürlich, ihr seid mit dabei. Freut euch auf das Spiel und ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wie ihr uns unterstützen könnt, natürlich. Ihr könnt natürlich auf unsere Partnerlinks treffen. Unten in der Videobeschreibung oder im angehängten Videokommentar findet ihr natürlich die Links. Das würde uns auf jeden Fall unterstützen. Ansonsten eine YouTube-Kanalmitgliedschaft oder bei Patreon einfach Mitglied werden. Das hilft diesem Kanal sehr, sehr weiter. Ansonsten natürlich liken und kommentieren. Tut was für den Algorithmus. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.